Auf dem Wolf-Areal am Rand der Stadt will Basel die Zukunft bauen. Das smarteste Quartier der Schweiz soll hier geplant werden. Eine riesige Fläche von 160'000 Quadratmetern, die der SBB gehören. Über 22 Fußballfelder, wo wir werden schauen, wie man mit neuesten Technologien die Mobilität gestalten kann. In 5 Jahren fahren dort die Bagger auf. Bis dann soll in der Halle und auf dem Areal experimentiert werden. Smart City Lab Basel nennen das der Kanton und die SBB, die das Projekt gestern zusammen vorgestellt haben. Die ganz grosse Vision ist natürlich, ja, dass wir als Schweizer jetzt halt wirklich auch mal so Gas geben, dass nicht nur wir auf Singapur oder auf Estland gehen schauen mit grossen Augen, was die machen, sondern dass die zu uns kommen und wir da noch einen draufsetzen. Ein grosses Thema ist zum Beispiel die Logistik. Wegen dem Online-Einkauf kommt eine riesige Päckchenflut auf die Städte zu. Die will man mit intelligenten Systemen und Software bewältigen. Hier soll getestet werden, wie macht man das smart, wie macht man das geschickt, so, dass es möglichst wenige Fahrkilometer braucht. Mit welchen Verkehrsmitteln geht man in die Stadt, zum Beispiel mehr mit Velo. Es braucht ja nicht für jedes Päckchen einen Lastwagen. Und vielleicht reicht sogar ein Roboter. So eine fährt an der Smart Swiss um. Die Veranstaltung in Basel hat gestern und heute zum 3. Mal stattgefunden. Über 50 Aussteller haben verschiedenste Lösungen für Smart Cities präsentiert. Zum Beispiel eine Sitzbank, die als Hotspot und Handyladestation dient und dank Solarpanel autark funktioniert. Mit dabei sind auch Firmen, die bereits auf dem Wolf aktiv sind. Eine vernetzt über die Strassenlampe das Testgelände. Im Wolf-Areal rollen wir über die Strassenbeleuchtung ein Netz ausrollen, das misst, ob ein Parkplatz besetzt ist oder frei. Oder zum Beispiel, ob der Abfalleimer voll ist oder leer, ob man ihn leeren muss. Auch bereits installiert auf dem Wolf-Areal ist ein solcher Laser. Der zählt Fußgänger, Velofahrer und kann bis zu 10 verschiedene Fahrzeugkategorien unterscheiden. Die Daten braucht man zum Beispiel für Mobilitätsplanung oder zum Steuern von Licht von der Strassenlampe. Basel, wo sich auch mit dieser Messe als Smart City positionieren will, hat ebenfalls einen Stand. Mit digitalen Anwendungen will der Kanton die Effizienz steigern. Als erste in der Schweiz tut die Basler Polizei zum Beispiel die Parkbussen mit einer App vollständig digital erfassen. Und der Sünder kann sie dann erst noch über das Internet zahlen. Zurück auf den Wolf. Bei all diesen Anwendungen, die hier getestet werden, geht es oft auch um Personendaten. Und das ist heikel. Der Datenschützer wird sicher involviert, aber wir müssen auch schauen, dass wir die neue digitale Technologie, dass wir die auch entwickeln können und dass wir eben dabei sind bei dieser Entwicklung und auch leiten und führen, in welche Richtung das geht. Zuerst testen, dann bauen. Auf dem Wolf-Areal sollen ab 2027 über 1000 Leute wohnen und arbeiten. Im smartesten Quartier der Schweiz. Was wir hier machen, die Standards sollten in der ganzen Schweiz mit verbreitet und aufgenommen werden. Sonst fährt hier jeder sein Einzelzügli in der ganzen Schweiz. Viele Parallelstrukturen und dann passen die Puzzleteile am Ende nicht zusammen. Viel Euphorie und guter Wille. So will Basel zur Smart City werden. Mit Ausstrahlung auf die ganze Schweiz oder auch noch weiter.